Hi, ich bin der Julius und ich habe mir hier einen LKW-Anhänger zum Wohnen ausgebaut. Kommt mit! Also auf die Idee, den Anhänger so auszubauen, sind wir gekommen, Freund und ich, weil wir einfach keinen Bock auf Miete zahlen hatten und irgendwie, weil ich Bock auf Bauen hatte. Es geht auch darum, dass man einfach in seiner eigenen Hütte wohnt, die man an sich selber angepasst hat, man sich das alles selber überlegt hat. Und das ist halt auch einfach irgendwie cool. Und wie das alles von innen ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Komm mit! Also eigentlich dachten wir, der ganze Ausbau dauert 3 Monate und kostet uns 5.000 €. Am Ende hat es mehr als das Vierfache gekostet und auch länger als das Vierfache gedauert. Also wir haben es komplett unterschätzt. Wir haben da knapp 2.000 Stunden dran gebaut, ein Jahr. Und halt noch nebenher viel gearbeitet, um das Geld zu erwirtschaften. Und fertig ist er jetzt so seit 4 Monaten. Dadurch, dass wir alles selber gemacht haben, jeden Arbeitsschritt, haben wir also Geld gespart oder halt nicht zusätzlich Geld ausgegeben. Ja, wir haben einfach ganz viel wiederverwendet. Also zum Beispiel die Arbeitsplatte hier, das ist eine Kiefer, die kommt von einer Halle, die hat mein Uropa 1960 abgerissen und dann habe ich das einmal durch die Hobelbank geschmissen und ja, so wieder verwendet. Aber auch so ist einfach alles selber gebaut. Also hier die Spanplatten haben wir genommen, einfach weil es günstig ist, auch am Boden. Zum Beispiel die Griffe hier, das ist einfach ein Ureisen bearbeitet, also das ist nichts Gekauftes oder so. Alles Metall irgendwie, waren alles mal irgendwelche rostigen Winkeleisen, die halt einmal mit der Drahtbürste drüber, Rostumwandler, Lack. Also da haben wir nichts gekauft und das hat es günstig gemacht. Das waren einfach Sachen, die hatten wir noch daheim rumliegen. Und das war auch so ein bisschen das Glück, ansonsten wäre das deutlich teurer gewesen alles. Die Küche ist das Einzige, was wir CAD geplant haben. Einfach weil man auf viele Maße achten muss, gucken muss, okay, wie groß sind die Kanister, welche Breite hat das Spülbecken, wo wollen wir genau Sachen haben. Gebaut ist das halt alles praktikabel. Diese Schräge hier zum Beispiel ist halt einfach dafür da, dass man hier Platz gewinnt. Tisch überall abgeschrägt, hier kann man alles Doppelnutzungen aufmachen, ausklappen. Bei dem Schrank hier, der schwingt so auf, dass die Tür möglichst wenig Platz verbraucht. Boah, kannst du das Spaltmaß hier oben filmen? Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Schau mal hier oben, wenn du hier den Spalt anguckst. Bau mal so eine Tür, die sich, also so eine Falttür, dass hier der Spalt immer gleich bleibt. Ja, und ansonsten ist alles selbst gebaut. Also die Schubladenauszüge waren auch gebraucht oder von einem Freund geschenkt bekommen. Ich wollte möglichst viel unbehandeltes Holz, deswegen auch hier Holzwandverkleidung oder alles, was man irgendwie so sieht. Einfach weil der Wagen quasi von außen nach innen dicht gebaut ist. Die normalen Tiny-Häuser sind alle diffusionsoffen gebaut, das heißt, die atmen nach außen hin. Der Wagen hier, dadurch, dass der eine Außenhaut hat und wir das nicht hinterlüftet bauen konnten und auch nicht wollten, ist einfach komplett dicht gebaut. Also hier hinter der OSB-Platte ist eine luftdichte Folie. Und dadurch, dass man hier drin eigentlich lebt wie in einer Plastiktüte, ist es einfach wichtig, viel Holz zu haben, weil das so ein bisschen Luftfeuchtigkeit kompensiert, ein schönes Raumklima schafft. Und so passt es eigentlich. Also man merkt es nicht, dass man in einem voll verschlossenen Raum ist. Okay, jetzt gehen wir runter in den Kellerkasten. Kommt mit. Also das Interessante hier ist, man sieht ihn auch von außen. Eigentlich dadurch, dass das ein LKW zum Transportieren, Lagern war, war der Kellerkasten hier nur von außen zugänglich. Das Teil ist 47 Jahre alt. Dadurch, dass wir wahnsinnig viel an der Substanz und am Rahmen machen mussten. Wir müssen den Alukoffer abziehen, den Rahmen in die Werkstatt stellen und dann können wir es auch gleich komplett angehen. Und dann hatten wir eben die Idee mit dem Keller, haben wir gleich die Träger nach außen gelegt, noch ein bisschen verstrebt, sodass man das eben hier als Wohnraum nutzen kann. Und dadurch geht man hier eben auch die Treppen runter und wieder hoch. Hat aber auch den Vorteil, dass man hier einfach doppelstöckig bauen kann. Also hier oben ist das Bett und hier hat man einfach noch genug Deckenhöhe so. Uns war schon bewusst, dass es rostig ist und alt ist, aber dass es so viel ist, das hat uns dann eigentlich irgendwie im Nachhinein überfallen und dann wird es irgendwann zwischendrin schon mal viel, dass man sich überlegt, kriegt man das Ding überhaupt irgendwann mal fertig? Aufgeben war nie eine Option, weil wir dann einfach stur geworden sind und dann waren wir so, okay, jetzt haben wir das angefangen, jetzt ziehen wir es durch. Immer wenn wir nicht wussten, wie wir was machen, haben wir Handwerker angerufen, Freunde gefragt, Leute gefragt, die irgendwie ähnliche Sachen machen und auch einfach ausprobieren. Es gibt ja auf alles immer irgendwie eine Lösung. Die muss man halt nur finden.
Stauraum ist hier eigentlich irgendwie an jeder Ecke, wo es geht. Auch hier überall unter der Treppe kann man alles wegmachen. Eine Wäschekiste hier. Hier hinten oben ist ein verstecktes Fach. Auch einfach, um irgendwie den Raum zu nutzen. Kann man hier oben ist zum Beispiel meine Wäscheleine. Hätte man jetzt nicht unbedingt aus 10er Stahlseil machen müssen. Ich fand's geil. Und meine Mom hat dann irgendwann Bedenken geäußert, dass sich das alles aufspreiselt und es ja rostet. Und dann habe ich noch ganz kleinlaut hier Ösen rangeschweißt, dass man zur Not echt mal eine Wäscheleine einziehen kann. Man guckt auch einfach, dass man so wenig wie möglich irgendwie abschließt mit Klappen und wenn ja, dann halt irgendwie Lüftungsöffnungen hat oder so, weil man ansonsten einfach Schimmelgefahr hat, wenn keine Luft zirkuliert. Ja, ob es jetzt ästhetisch ist, kann man sich streiten, aber es ist auf jeden Fall praktisch. Ich bin ausbildungsmäßig Landwirt und Landwirte sind eigentlich Allrounder, da macht man in der Ausbildung mal irgendwie alles. Und ich glaube, das hat schon geholfen. Also klar, im Nachhinein fallen einem dann immer Sachen auf, die man anders machen würde und ich würde den ganzen Wagen jetzt schon wieder komplett woanders bauen. Aber auch so faszinieren mich einfach unikate, selber gebaute Dinge, die es so nur einmal gibt. Ich zeige euch jetzt meinen Arbeitsbereich. Wir gehen jetzt einfach an der anderen Seite vom Kellerkasten hoch. Klein, aber fein, Schreibtisch, wie immer alles selbst gebaut. Eine Besonderheit ist, man kann zum Beispiel den Bildschirm hier hochlassen, weil wenn man hier sitzt, also braucht man den einfach niedrig. Wenn man jetzt aber auf dem Bett liegt und irgendwie was gucken will oder so, braucht man den hoch. Dauert ewig, ist halt einfach ein Gimmick. Die Rollos hier sind alle selber genäht, das hat meine Mama gemacht. Hier unten ist einfach eine Baustahlstange zum Beschweren drin. Und dann kann man die einfach nach Belieben runter und hochlassen. Den Schrank kann man einfach aufmachen, ganz normal. Die Schranktür hier wird irgendwie schwierig dadurch, dass hier die Vorhangstange hängt. Und ja, sowas passiert halt einfach, wenn man Sachen Step by Step plant, dann passieren halt einfach manchmal irgendwie Fehler oder ja, so kleine Dinger, die man halt nicht bedenkt. Und jetzt ist es so, habe ich halt eine Notlösung gemacht. Jetzt klappt man das halt rüber, macht den Schrank auf. Jetzt kann man dummerweise den nicht mehr aufmachen. Klappt es zurück und dann kann man den auch wieder aufmachen, den anderen. Ist jetzt nicht wahnsinnig störend, ich finde es eigentlich eher witzig. Oder ist nicht so, dass ich mich irgendwie ärgere deswegen, sondern ich denke mir so, hey, das Ganze ist ein Unikat, es gibt so nur einmal und es sind auch irgendwie Gimmicks, die das Ganze witzig machen. So. Wenn das nicht passiert wäre, könnte ich es jetzt nicht zeigen. Die ganze Elektrik, auch hier, ist eigentlich so konzipiert, dass man von überall alles schalten kann. Ich kann von hier quasi das Licht in der Küche unten hier steuern und umgedreht genauso oder auch vom Kellerkasten. Habe das selber entworfen und habe das dann mit dem Elektriker zusammen noch finalisiert quasi. Die ist auf Putz gelegt, also quasi hier einfach auf dem Holz, die ganzen Kabelkanäle hier sind sichtbar. Ist auch gut so, weil wenn die jetzt in der Wand verschwinden würden, wie man es von einem normalen Haus kennt, hat ein Punkt A viel weniger Dämmung. Ich habe hier nur 8 cm Styropor gedämmt und man kommt auch einfach nicht hin, falls man jetzt mal irgendwie was verändern will oder falls jetzt irgendwie was kaputt gehen sollte, dass sich halt irgendwie durch die Vibration bei der Fahrtsteckverbindung theoretisch lösen könnten oder so, ist es einfach hier alles so gelegt, dass es oben drauf ist, man sieht alles und man kommt auch überall hin. Also es schaut jetzt vielleicht ein bisschen unkonventionell aus, aber das guckt sich weg, ich sehe das schon gar nicht mehr. Okay, dann nehme ich euch mit in den Bettbereich hier oben. Kommt man einfach hier easy hoch, kann man sich hochschwingen. Hier ist der Lattenrost schon direkt integriert, um Platz zu sparen, weil irgendwie jeder andere Lattenrost nochmal 10 cm, 15 cm aufträgt. Und mit einer guten Matratze braucht man auch dieses Federn einfach nicht. Oder, also ich brauch's nicht. Hier hinten ist noch ein kleines verstecktes Fach. Das ist zum Hochklappen gebaut, weil wenn man es rausklappen würde, wäre halt immer die Matratze im Weg. Deswegen ist auch hier die Wandverkleidung ausgespart, weil das Fach zuerst war und dann halt die Verkleidung. Das Rundfenster hier wollte ich gern, weil es einfach cool ausschaut, hier ein Bullauge zu haben und beim Schlafen da direkt rausgucken zu können. Dafür mussten wir es auch komplett neu abdichten und auch der Einbau ist einfach deutlich schwieriger. Es ist schon cool, einfach in dem Wagen zu schlafen, den du selber gebaut hast und zu wissen, okay, jetzt ist wirklich final mal fertig. Ich stehe hier auf einem Stellplatz mit anderen Wägen und im Prinzip ist das Bad, das Klo zentral, wie auf einem Campingplatz. Es ist jetzt nicht irgendwie ein großer Einschnitt oder so, aber ich glaube, ich würde es mir beim nächsten Wagen mit reinbauen.
Hier sieht man eben den besagten Kellerkasten, wo man drin steht. Ist jetzt auch von außen nicht mehr zugänglich, also ist alles zugenietet. Präsentativ für den Zustand von dem ganzen Wagen sind auch diese Flicken hier. Wir haben hier überall Flicken aufgenietet, weil hier überall Löcher waren, weil der einfach echt in einem horrenden Zustand war beim Kauf, aber dafür günstig. Und diese Abspannungen hier, das sieht man eigentlich bei jeder Garage oder bei jedem Dach, diese x-förmigen Diagonalen. Damit bringt man wahnsinnig Stabilität rein. Weil wenn die nicht wären, könnte man hier einfach wackeln und der ganze Wagen wackelt. Also das ist Wahnsinn. Und auch so zum Wohnen für innen ist es einfach schön, wenn man irgendwie einen festen Grund unter den Füßen hat und sich nicht wie auf dem Boot fühlt. Also das Wagenbauen insgesamt war schon so eine coole Erfahrung einfach. Man braucht zwar Durchhaltevermögen irgendwie, aber es war schon auch einfach cool, weil man merkt, was man schaffen kann, wenn man irgendwie dran bleibt. Halt auch einfach wahnsinnig viel lernt. So. Auf ganz lange Sicht perspektivisch möchte ich nicht in einem Wagen wohnen, aber so als Übergangszeit mit Anfang 20 seine eigene Bude zu haben und sich damit so einen Traum verwirklicht zu haben. Dass der jetzt einfach hier irgendwie steht. Wenn ich hier so entlang laufe und mir das angucke, denke ich mir immer noch, das ist einfach cool. Okay, das war die Tür durch meinen Anhänger. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr hier klicken. Außerdem könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen, also auch bautechnische Fragen habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr auch zeigen wollt, wie ihr wohnt, dann macht's wie ich und meldet euch bei der Redaktion. Ciao.